Willkommen, liebe Modellbahnfreunde, und willkommen zu einem neuen Unterwasser-Video hier in meinem Keller in Blankenheim. Und was es damit auf sich hat, werde ich euch jetzt erzählen. Es liegt alles an diesem Fenster, respektive diesem Lichtschacht, der dazu geführt hat, dass ich jetzt zum zweiten Mal abgesoffen bin. Denn das erste Mal, wo ich ja auch schon bereits ein Video drüber gemacht habe, das war keine Kondensation oder sowas, was ich in dem Keller hatte, denn mein Keller war immer sehr trocken, auch die anderen Räume, das hat mich immer so verwundert. Meine Frau hat hier noch so einen Raum, wir haben eine Vorkammer, das war immer super trocken, alles nie Luftfeuchtigkeit gehabt, weil wir auch regelmäßig lüften dort in dem Bereich. Das hat mich immer sehr verwundert. Und beim letzten Starkregenereignis habe ich es dann mitbekommen. Denn ich bin den Abend nach Hause gekommen, habe dann schon gesehen, unser Ort ist recht steil an der Südhanglage gelegen und habe gesehen, einige Schlammmassen und Geröll haben sich den Weg die Straße gebahnt. Bei uns jetzt nicht selber, weil wir wohnen relativ weit oben im Ort. Wir haben gute Abschläge drinnen in den Wegen, wo sich das dann alles sammelt. Aber ich habe auch schon bei uns auf dem Grundstück erkannt, allein wie der Rasen war, dass dort ziemlich starke Wassermengen langgelaufen sind, weil das Gras sich in eine Richtung gebogen hat. Also kleine Rinnsale sind überall entstanden. Und wo ich dann zu Hause war, hat es wieder angefangen mit Regnen und durch den Geistesblitz habe ich gedacht, ich gucke jetzt mal in den Keller, ob da alles okay ist. Und siehe da, nee, es war eben nicht alles okay. Das Wasser ist über dieses Fenster ist es reingedrückt. Und zwar ist es dort so hoch gestiegen, weil es nicht abgeflossen ist über die Glocke, die da installiert ist im Schacht, über einen Sickersack, und davor sitzt eine Glocke, die leider verstopft war. Ich hab das jetzt zuletzt immer alle halbe Jahre ungefähr gereinigt. Hat nicht gereicht, weil es an dem Tag knapp 60 Liter auf den Quadratmeter geregnet hat, dass sich dort wie eine Art Aquarium gebildet hat. Und es über die Lüftung vom Fenster, also diese kleinen Lüftungsschlitze, die die Fenster haben, ist das Wasser hier reingedrückt. Und vor mir, was ihr jetzt nicht sehen könnt, also wo die Ikea-Schränke waren, da geht es ein bisschen bergab mit dem Boden hier. Also dort in die Richtung ist es dann geflossen und hat sich gesammelt. Und das hat mir natürlich auch erklärt, warum diese Schränke so aufgequollen sind. Und auch die Kartons, die dort standen, denn dort hat sich das Wasser gesammelt. Und dort standen zwei sehr große Pfützen. Das ist an der Wand in die Richtung dort nach vorne gelaufen. Also es muss extrem reingedrückt haben, das Wasser auch durch die Lüftungsschächte. Sehr verrückt. Aber so war's. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Ich habe an dem Tag schon Videos gemacht, die werde ich euch jetzt auch gleich zeigen. Aber ich habe natürlich im ersten Moment andere Gedanken gehabt. Das heißt, an dem eigentlichen Fenster, wo das Ganze passiert ist, habe ich just in dem Moment, wo ich das Wasser ablaufen lassen, nicht mehr gefilmt, weil ich einfach nicht daran gedacht habe. An einem anderen Fenster, wo es nicht so schlimm war, also ich habe zwei weitere Fenster, eins ist da hinten und eins ist in einem anderen Raum, wo es auch reingeregnet hat und das Wasser drin stand, aber bei weitem nicht so schlimm, weil es nicht die Wetterseite ist. Und ja, das ist die Situation. Es hat also da reingedrückt. Ihr werdet das dann in meiner Reaktion im Video sehen. Ich habe mir mittlerweile auch einen Luftentfeuchter gekauft. Nicht, weil es hier so feucht drin ist, sondern einfach, um nach dem Regenereignis die Feuchtigkeit schneller und besser hier rauszukriegen als zuvor. Und das ist mir mittlerweile gelungen. So dumm kannst du gar nicht denken, war dann mein Gedanke. Und ja, ich würde sagen, so dumm kann man gar nicht denken. Ich werde mir da jetzt was überlegen, respektive habe mir schon die ein oder andere Überlegung gemacht, wie ich das besser schützen kann, den Lichtschacht. Da gibt es die ein oder andere Überlegung. Die Lichtschächte sind nicht an die Ringdrainage angeschlossen bei mir, weil sie unter dem Ganzen sind, auch unter meiner Regenwasserzisterne. Ja, und somit haben sie einen Sickerschacht und eine Glocke. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Nein, es hat immer funktioniert. Außer halt jetzt diesen Sommer, anscheinend zweimal, wo es so stark geregnet hat, dass es die Glocke das nicht mehr geschafft hat auf dieser Seite. Bei den anderen dann schon gewissermaßen. Ja, und da
das ist im Endeffekt jetzt mein ganzes Video. Modellbahntechnisch kann ich gar nicht viel sagen und ich würde sagen, jetzt habe ich knapp 5 Minuten genügend gelabert im Vorintro. Ich zeige jetzt einfach mal, was passiert ist und dann komme ich wieder dazu. Freunde, ich habe den Fehler gefunden und er ist überhaupt nicht so wie gedacht, denn es ist viel schlimmer. Ich bin durch einen Geistesblitz in meinen Keller und habe mir gedacht, ich muss doch hier mal schauen. Und da sehe ich das schon und mir schwant es sofort. Dieser Karton war das letzte Mal oben drauf und der war feucht. Jetzt ist da nichts mehr drin. Aber ich gehe mit euch mal in den anderen Raum. Das Wasser stand hier komplett dahinter. What the fuck? Also ehrlich. Ich sage euch, diese scheiß Sickerschächte, die ich zwar regelmäßig sauber mache, aber die waren so zugekottet und die sind so schnell zu, dass ich jetzt hier auch nochmal einen feinen Gitter oben drauf machen werde. Weil diese ganzen verkackten Blätter, die da drin waren, haben das so verstopft. Habe das jetzt einmal hier aufgezogen, dann ist das ganze Wasser abgeflossen. Aber das war ein richtiges Aquarium. Also das Wasser, das stand wahrscheinlich relativ hoch. Meine Frau meinte, es hat hier richtig heftig geregnet. Hier steht ja auch noch Wasser. Ja, und anscheinend gibt es hier ein leichtes Gefälle nach da unten. Ja, die Schränke kann ich jetzt wegschmeißen. Deswegen hat das auch so gemufft. Jetzt steht hier wieder die Feuchtigkeit drunter. Also einen Lufttrockner muss ich mir jetzt definitiv zulegen. Gott sei Dank hat es immer nur die Schränke hier betroffen. Aber was eine Scheiße. Also hier drüben stand auch das Wasser drinne. Bei weitem aber nicht so hoch wie auf der Seite. Sauber gemacht habe ich es jetzt hier trotzdem. Ja, und hier können wir das Ganze nochmal sehen. Ich mache das 1-2 Mal in der Saison sauber. Aber jetzt, wo es so trocken war, schaut euch das an. Und tschüss. Und das Ding ist komplett zu. Und das ist die verdammte Ursache. Was eine Scheiße, ehrlich. Ja, ihr braucht mir jetzt nicht alle kommen, ich weiß selber. Aber das hat jetzt 2 Jahre wunderbar funktioniert. Ich habe die auch immer mal sauber gemacht, aber am Arsch die Waldfee. Das hat jetzt so stark geregnet, dass dann auch wieder so viel neuer Scheiß dazugekommen ist. Ich werde jetzt da oben nochmal wie so ein Feingitter einführen, dass auch die ganze Laubscheiße dann nicht wieder reinkommt. Aber ja, Feuchtigkeit im Keller, Problem gefunden. Das werden wir jetzt gleich wieder noch sauber machen, aber das muss ich euch nicht zeigen. Und jetzt sehen wir auch, warum die Kartons hier so feucht sind, weil die haben natürlich die ganze Feuchtigkeit aufgesaugt. Holla die Waldfee, würde ich sagen. Ja, wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße am Schuh. Und so ist das jetzt nun mal. Das zweite Mal Glück im Unglück gehabt. Die Schränke sind jetzt aufgequollen, aber es geht. Der eine hat sich so weit zurückgezogen. Ich habe jetzt bestimmt, ja, das Ereignis ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Zwischen den Aufnahmen, die ich jetzt zum Intro und jetzt gemacht habe. Und der eine hat sich zurückgezogen, aber klar, sie sind kaputt. Gut, was jetzt zu erwarten von so einem Ikea-Schrank? Es hat nicht alle getroffen, die werde ich jetzt mal austauschen. Sie tun nach wie vor ihren Dienst. Sie haben die Modellbahn vor dem bewahrt. Die anderen Kartons sind ein bisschen kaputt gegangen. Die sind jetzt alle in die Garage gekommen. Die Garage ist übrigens auch abgesoffen. Am selben Tag, dort wurde eine Stützmauer so hinterspült, dass es dort Risse gab. Die ist schon ein bisschen älter, aber die ist betoniert. Dass es mir komplett in die Garage unten reingelaufen ist. Dort steht aber alles, was ich modellbahnmäßig habe, auf Schwerlastregalen, die Metallfüße haben. Also das ist da überhaupt kein Problem. Wir haben da 2, 3 Kartons haben wir auf dem Boden gelagert.
Ja, die sind halt jetzt ein bisschen aufgequollen, aber sonst gar nichts. Ich habe hier in dem Grundstück schon von Anfang an, wo wir gebaut haben, einige Absicherungsmaßnahmen mit Stützmauern etc. gemacht, weil wenn es bei uns mal sowas hat, das 2-3 Mal im Jahr, dann ist es oft ziemlich heftig. Deswegen war mir das bewusst, das kam jetzt so noch nicht. Ich werde da jetzt weitere Absicherungsmaßnahmen machen. Gefeit 100%ig bist du nie davor. Aber ich denke, es sollte jetzt gut sein und es zeigt mir wieder, warum ich einen wasserdichten Keller gebaut habe. Das Problem ist halt, wenn es an anderer Stelle reinregnet, ja, dann hilft dir der wasserdichte Keller halt auch nichts. Ja, so ist das jetzt. Werde wahrscheinlich über die Lichtschichte selber nochmal wie so ein kleines Plexiglas oder so drüber machen. Meine Frau ist da aus optischen Gründen noch nicht ganz so happy mit, aber wir müssen da pragmatisch vorgehen, weil permanent absaufen, das möchte ich hier im für mich fast wichtigsten Raum des Hauses ja auch nicht. So, jetzt war das heute wieder ein ganz anderes Video, ein Katastrophenvideo. Es geht demnächst weiter, es gibt Neuerungen, es wird Neuerungen geben. Es gibt konkrete Pläne für eine neue zweite Anlage. Die werde ich aber höchstwahrscheinlich, nein, die werde ich nicht höchstwahrscheinlich, die mache ich nicht alleine, so muss ich es richtig sagen. Ihr werdet da jemanden kennenlernen, eine sehr spannende Person. Und ich würde sagen, seid sehr gespannt drauf. Das Projekt steht ganz grob, aber es gibt auf alle Fälle eine zweite Anlage. Und wir müssen uns da mal zusammensetzen. Derjenige, von dem ich da rede, da hat sehr, sehr viel zu tun. Ich im Moment auch beruflicher Natur. Aber die Grundidee, die steht und ich glaube, wir sind beides Leute der Tat, deswegen wird sie auch umgesetzt werden. Vielleicht anders, wie wir es dann mal grundsätzlich geplant haben, aber so ist das bei solchen Projekten ja immer. Die Grundanlage, die gibt es tatsächlich auch schon, mit der wir da planen. Das sind, ich glaube, 3 Module. Die kommen wiederum von einem anderen Freund. Und da war jetzt länger eine Debatte, wer und wie das gemacht wird. Und da wird sich jetzt entschieden. Und der liebe Benny, Grüße gehen raus, und ich haben einen Plan zusammengeschustert. Und den Benny, den möchte ich euch bald mal vorstellen. Der hat, glaube ich, auch so ganz viel zu erzählen, was die Eisenbahn und die Modellbahn angeht. Der bringt auch ein wunderbares Wissen mit. Und seid genauso begeistert und gespannt wie ich. Die neue Modellbahnsaison ab Herbst, die wird auf alle Fälle spannend. Das heißt nicht, dass wir hier in Blankenheim nicht weitermachen. Das heißt aber, dass es deutlich mehr gibt als jetzt im Sommer von mir. Und ich würde sagen, da könnt ihr euch echt auf was gefasst machen. Heute habe ich wieder Sprachkasper. Und es geht ja auch noch weiter mit meinen Kooperationen, die ich habe. Da gibt es auch das ein oder andere, was ich da noch umsetzen darf. Also ich würde sagen, danke fürs Einschalten, danke fürs Liken und Kommentieren. Wer meinen Kanal ganz cool findet und den noch nicht abonniert habt, tut's doch einfach mal. Tut euch nicht weh. Kostet auch kein Geld, wisst ihr alle. Ja, und ich würde sagen, seid gespannt, was da so ab Herbst auf euch zukommen wird. Im Moment ist bei mir beruflich recht viel, deswegen ist das ein bisschen eingeschränkt, aber ich glaube, ihr könnt ganz gut im Moment auf mich verzichten, weil wenn es hier unten nichts zu berichten gibt, was soll ich groß machen? Ich bin mit ganz, ganz mini kleinen Sachen weitergekommen, aber wirklich mini klein. Es sind jetzt auch die ein oder anderen Neuheiten wieder eingetroffen. Die betreffen vor allem zum Beispiel Rocco Schimpfwagen, die durfte ich euch aber vorab schon vorstellen. Jetzt sind einfach meine Bestellten dazugekommen, also jetzt nichts weiter, wo es wert wäre, groß Videos für euch draus zu machen. Die TT Moderne Bahn verfolgen, die haben das eh schon auf Facebook und so weiter im Blick gehabt, was da jetzt gekommen ist. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns gemeinsam hier auf neuen Content mit einer zweiten Anlage, ganz bewusst zweite Anlage, also die wird hier bleiben. Und auch was so die Kooperationen anbelangt, denke ich, die Spur TT wird dieses Jahr noch sehr, sehr viele
spannende Dinge beinhalten und darüber möchte ich mit euch unterwegs sein, darüber berichten. Jetzt würde ich sagen, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Michael Schornsteinfeger. Ciao, Servus.